Die Buchten im Südosten von Mallorca, die sogenannten Calas, sind sehr schön, haben tolles Wasser, sind zum Teil sehr gut geschützt, aber auch sehr klein und deswegen im Sommer extrem voll. Und die Cala Mondrago ist eine der größten Buchten an der Südostküste und wir gucken uns die exemplarisch an, einfach auch mal um zu sehen und zu erkunden, wie gut man da ankern kann und wie wirklich die Verhältnisse sind mit anderen Schiffen etc. Das Ankern ist ja im Mittelmeer eine gute Alternative zu Häfen und ich würde sagen, wenn man nicht unendlich viel Geld hat, wird man im Wesentlichen im Mittelmeer ankern. Und jetzt muss man auf eins aufpassen und das ist wirklich wichtig. Es gibt diese Pflanze am Boden, die heißt Posidonia, die breitet sich ziemlich aus. Das ist scheinbar ganz, ganz wichtig fürs Ökosystem. Und deswegen ist es verboten, auf Posidonia zu ankern. Da gibt es eine App, die heißt Donia App, die kann man sich installieren, die ist umsonst. Und die zeigt einem für alle Ankerplätze, wo Posidonia ist und wo nicht. Und man muss wirklich wissen, dass wenn man den Anker schmeißt, dann muss man ihn auf Sand schmeißen. Also auf keinen Fall auf die Posidonia. Und dazu kommt auch noch, dass die Kette auch nicht auf der Posidonia sein darf. Und das wird kontrolliert. Also da fahren so kleine Boote rum, so kleine Motorboote oder was mit Offiziellen, die gucken mit so einem Guckrohr ins Wasser und wenn sie sehen, dass ihr auf der Posidonia ankert oder die Kette auf der Posidonia schleift, dann kann das richtig teuer werden. Guckt nach, dass ihr praktisch außerhalb von Posidonia ankert. Das ist natürlich nicht auf den Meter genau, da muss man nochmal zusätzlich ins Wasser gucken und seht zu, dass der Anker nicht auf Posidonia fällt und auch die Kette nicht drauf fällt. Und jetzt geht's weiter im Film. Von Palma de Mallorca aus fahren wir zunächst wieder rüber auf die Insel Cabrera. Da darf man ja nicht ankern, sondern muss eine der Bojen nehmen. Hatte ich ja schon im letzten Video erklärt. Die Bojen sind kostenpflichtig und sind farblich markiert. Die farbliche Markierung zeigt an, für welche Bootsgrößen die Bojen sind. Cabrera hat einige tolle Wanderwege, im Wesentlichen entlang der Bucht und auch etwas über die Hügel. Aber die Wanderwege darf man nicht verlassen, denn die gesamte Insel steht unter Naturschutz und da wird auch sehr streng darauf geachtet, dass sich alle daran halten. Nach 2 Tagen in Cabrera fahren wir weiter in die Bucht von Porto Pedro. Die Überfahrt ist etwas unangenehm, weil der Schwell uns ziemlich schwanken lässt, zudem ist auch kein Wind. Und in Porto Pedro gehen wir dann an die Boje. Es ist üblich, dass man vorher die Bojen reserviert und bei der Ankunft ruft man dann im Hafen nochmal an, meistens auf UKW Kanal 9 und sagt Bescheid, dass man ankommt und dann kommen Marineros und helfen einem beim Anlegen. Aber übrigens in Cabrera nicht. Heute ist der 21. Juni 2021. Wir verlassen nach 4 Tagen diesen schönen Hafen Porto Pedro. Wir waren dort so lange, weil ich krank gewesen bin. Es war auch ein bisschen unangenehm, da in diese Bucht Schwell reinsteht leider. Aber nun geht's weiter nach Norden in die Cala Nau. Schwell im Hafen oder Schwell im Ankerplatz. Das ist eine Besonderheit im Mittelmeer, würde ich sagen, weil der Schwell kommt von irgendwoher. Und warum kommt der Schwell von irgendwoher? Weil im Mittelmeer sind die Winde nicht bestimmt durch Hoch- und Tiefdruckgebiete, so wie man es vom Atlantik gewohnt ist, sondern eher durch lokale Gegebenheiten, durch die Hitze, die irgendwo entsteht, vor allen Dingen über der Iberischen Halbinsel oder auch über den Inseln. Das sind also ganz viele lokale Wetterphänomene, natürlich der Mistral, Tramontan und so weiter, die eher den Wind bestimmen im Mittelmeer.
und die dann auch demzufolge die Wellen bestimmen. Und es kann also sein, dass ich an einem Ankerplatz Südwind habe und ich gehe davon aus, dass da kein Schwell reinkommt, aber er kommt trotzdem aus Norden und das kommt daher, dass dieser Schwell aus einem ganz anderen Windsystem kommt, als das, was ich hier lokal habe. Das ist wirklich eine Besonderheit, die hat man im Mittelmeer und die hat man im Atlantik nicht so ausgeprägt, also lange nicht so ausgeprägt. Da kann man sich schon eher darauf verlassen, wenn ich ableitenden Wind habe, dann habe ich auch keine Welle. Heute Morgen sind wir geflüchtet aus der Bucht drüben in Mallorca wegen Schwell und hier nach Menorca gefahren, weil laut der Windrichtung dürfte es hier keinen Schwell haben. Hat es aber trotzdem. Und es ist dicht auf dicht, liegen die Boote hier und es sieht verdammt nach Gewitter aus und grollt bereits. Ein Teil der dunklen Wolken sind aber an uns vorbeigezogen, aber trotzdem hier hinter uns und über uns schwarz. Ich habe vorsorglich den Blitzschutz reingemacht. Der geht hier außen vom Wasser mit einem weiten, breiten Band, Kupferband und die Reling bzw. an die Wanten und dann hier unten an den Mast dran. Gut, die andere Seite habe ich leider das Kupferband abgeschnitten, sonst fällt es auf der anderen Seite auch noch. So viel dazu, wenn man abhaut vom Schwell in eine andere Bucht und wieder Schwell vorfindet. Christina hat überhaupt nicht geschlafen heute Nacht, ich auch ganz wenig. Und sie hat sich jetzt erstmal hingelegt, in der Hoffnung, dass hier ruhig ist, aber wie gesagt, bei dem Schwell mal gucken, ob sie schlafen kann. So, da waren schon starke Böen drin, ne? Da waren Orkanböen drin, würde ich sagen. Ein paar sind abgetrieben, aber vor uns niemand. Der hat vor den Klamotten gerade im letzten Moment, der da hinten den Anker geschmissen. Und der mit dem großen Motorboot, den sieht man ja nicht mehr. Der lag vorhin noch neben uns, der ist abgetrieben. In der Carlos Sansahora in Menorca war es heute ziemlich laut. Hinter uns war ein Katamaran, der einen Wahnsinnskrach gemacht hat und Musik und was weiß ich. Und jetzt ist Stille eingekehrt hier. Endlich. Na, Stille nicht wirklich, sondern Abendstimmung in einer vollen Ankerbucht in Menorca. Porto Colom, this is sailing vessel Kokon. Hello, this is Náutico Porto Colom. Hello, good afternoon. This is sailing vessel Kokon. We had reserved the buoy for tonight and we are just entering the bay, over. Okay, is it right? Okay, please wait 10 minutes and the marinero will come to you for instruction. Okay, received, thank you. Das sind schon nette Häuser hier, muss man echt sagen. Aber das passt irgendwie gar nicht hierher. Mit diesem glatten Rasen. So, Marinero fährt vor. Geht an die Boje, gut. Wir hatten unterwegs ein einsames, verschwundenes Schlauchboot gefunden auf dem Meer. Das trieb einfach so rum, ohne Leine. Das haben wir mitgenommen. Und wir können ja auch gar nichts damit anfangen, also haben wir es jetzt verschenkt, und zwar an den alten Marinero, der sich tierisch gefreut hat. Und wir sind wieder los, weil was sollen wir mit dem Ding? Porto Colom ist wirklich ein schönes Städtchen. Vor allem ist die Bucht total geschützt und das Wasser ist total ruhig entsprechend.
fahren wieder raus hier aus Porto Colom. Der Hafen hier war wirklich sehr schön. Also man konnte wahnsinnig gut an der Boje liegen. Die Schiffe liegen sehr, sehr ruhig, ohne Schwell. Die Häuser sind klein und hübsch. Also hat sich wirklich gelohnt. Einer der schönsten Häfen, würde ich sagen, die wir bisher kennen hier in Mallorca. Estrenc ist ein ganz langer Sandstrand zwischen zwei Fischerdörfern oder kleinen Städten. Es hat dort kaum Posidonia, es hat einen sehr, sehr guten Ankergrund, stehend aus Sand. Der Anker hält super gut, das Wasser ist glasklar, es gibt genug Platz für alle, das heißt der Ankerplatz ist nie überfüllt. Man kommt sehr gut an Land auch, natürlich nur unter Beachtung der gelben Bojen, die die Badestellen bezeichnen. Es gibt aber immer wieder Passagen mit rot-grünen Bojen, wo man mit dem Beiboot an Land fahren kann. Und für mich ist das einer der schönsten Ankerplätze in Mallorca. Der erinnert mich übrigens sehr an die großen Ankerplätze in Barbuda in der Karibik. Falls jemand weiß, was das für ein toller Katamaran ist, kann er das gerne mal in die Kommentare schreiben. Nach einem weiteren kurzen Zwischenstopp in Porto Colom fahren wir von dort aus dann rüber nach Ibiza. Hier liegen viele Boote vor Anker, schöne Schiffe. Es ist wirklich toll hier. Die Bucht ist recht groß, man kann da auf der östlichen oder auf der westlichen Seite ankern und findet eigentlich immer einen ruhigen Platz. Als wir abends ankommen, ist kein Schwell. Aber das wird sich ändern, weil in der Nacht kommt sehr, sehr viel Schwell auf. Nachts kommt ein unheimlicher Schwell aus Norden in dieser Bucht auf. Es war überhaupt kein Wind, auch das war nicht vorherzusehen, dass da so ein Schwell kommt. Wir sind fast aus dem Bett geflogen und deswegen fahren wir bereits um 2 Uhr nachts los. Ursprünglich wollten wir um 4 Uhr los. Jetzt sind wir also schon früher los, Richtung Valencia. Total konfuse See. Die Sonne geht auf morgens um kurz vor 7. Und wir haben bereits 20 Meilen gemacht hier auf dem Weg von Ibiza nach Valencia. Und leider kann man ja mal nicht so gut die Wellen filmen. Und die Wellen sind ziemlich konfus und schütteln einen richtig durcheinander her. Dafür machen wir aber 7 bis 8 Knoten Fahrt. Am Nachmittag beruhigt sich das Wetter und auch die Wellen werden niedriger und wir können relativ ruhig fahren. Den Rest bis nach Valencia. Und jetzt passiert etwas sehr Ungewöhnliches. Draußen vor der Einfahrt hat man das Gefühl, einen Wal zu sehen. Und das sind Aufnahmen, die vorher von anderen gemacht wurden. Im Hafen, im Hafenbecken von Valencia Mar. Unglaublich. Aber seht selbst. Mira, ahí lleva en la aleta, ahí lleva 2 golpes en el estribor y la cola. Hasta que no respira. Mira. Cuidadito. Madre de Dios. ¿Sabéis qué gran que es?
Der Wal hat zum Glück von alleine wieder aus dem Hafenbecken gefunden. Und draußen hatten wir ihn gesehen. Das ist doch unglaublich, oder? Der Hafen von Valencia Mar liegt sehr geschützt. Es gibt große Seitenstege, breite, stabile Seitenstege. Der Hafen ist relativ günstig. Man kann dort sehr gut sein Schiff lassen. Es gibt ein paar Nachteile in diesem Hafen. Erstens ist der Hafen sehr weit von der Stadt entfernt. Zweitens hört man auch die Kräne jetzt hier im Hintergrund. Direkt nebenan ist der Industriehafen. Und drittens ist das Wasser so nährstoffreich, dass das Unterwasserschiff schnell und gründlich bewächst, und das merkt man bei seiner Rückkehr. Also ich hoffe, ihr bleibt dran und bis zum nächsten Film.